5 minimalistische Gewohnheiten, die mein Leben verändert haben. Fühlst du dich manchmal überwältigt von zu viel Zeug, zu vielen Entscheidungen und einem zu vollen Alltag? Auch ich war genau dort, bis ich ein paar minimalistische Gewohnheiten in mein Leben integriert habe. Und die haben alles verändert. Minimalismus bedeutet nicht, dass du gar nichts mehr besitzt. Es geht darum, bewusster zu leben, dich von unnötigem Ballast zu befreien und Platz für das Wichtige zu schaffen. In diesem Video teile ich 5 einfache, aber kraftvolle Gewohnheiten, die ich durch den Minimalismus entwickelt habe und die mein Leben verändert haben. Und vielleicht verändern sie auch deins. Und als Bonus gibt es noch eine 6. Gewohnheit, die mein Leben negativ beeinflusst hat. Wenn du dich für Minimalismus und ein bewussteres Leben interessierst, dann lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft nicht nur mir, sondern sorgt auch dafür, dass mehr Menschen diesen Inhalt entdecken. Und wenn du mehr Videos zu diesem Thema sehen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Meine Playlist zum Minimalismus findest du oben im i. Kommen wir also zur ersten Gewohnheit, die ich mittlerweile habe. Kaputte Dinge nicht einfach wegwerfen. Früher habe ich kaputte Dinge oft direkt weggeschmissen oder habe sie aus Achtung vor dem teuren Preis behalten, konnte aber nichts mehr damit anfangen. Aber dann habe ich gemerkt, wie viel Geld, Zeit und Ressourcen dadurch einfach verloren gehen. Also habe ich mir angewöhnt, mich zu fragen, bevor etwas in den Müll kommt, kann ich das vielleicht noch reparieren, finde ich vielleicht einen anderen Nutzen dafür. Beispielsweise kaputte Kleider, Möbel oder Technik. Ein altes T-Shirt hat ein Loch? Okay, blöd, ab in den Müll damit. Aber ich könnte es auch auseinanderschneiden und den Großteil weiter für den Hausputz nutzen. Daraus einen kleinen Beutel nähen, den Aufdruck behalten und woanders aufnähen und. Der Müll muss nicht der direkte Ausweg sein. Ein schöner Schrank, aber die Tür ist rausgebrochen, dann muss noch lange nicht der ganze Schrank auf den Sperrmüll. Klingt logisch, ist aber nicht unbedingt immer die Norm. Vielleicht sieht der Schrank ja auch ohne Türen viel besser aus. Zugegeben, bei Technik sieht das Ganze auch mal anders aus. Ein Kabel mit Wackelkontakt ist wohl in den seltensten Fällen noch zu retten. Aber viele technische Geräte können vielleicht mit einem billigeren Ersatzteil und ohne großartigen Aufwand repariert werden. Man muss sich nur die Mühe machen, erstmal danach zu schauen und sich dafür zu interessieren. 2. Nutze ich nie, kostet nicht viel, kann weg. Sicher kennst du das auch. Dein Schrank ist voll mit Zeug, das du eigentlich nie benutzt. Früher dachte ich, ich brauche diese Dinge vielleicht irgendwann. Eingetreten ist dieser Fall fast nie. Und wenn doch, dann hätte es auch noch andere Lösungen gegeben. Dann habe ich eine Regel entdeckt. Alles, was unter 20 € kostet, ich fast nie nutze und leicht ersetzbar ist, kommt weg. Damit ist auch gemeint, dass ich im Ernstfall auch schnell wieder an das Produkt komme. Wofür behalten, wenn der Einsatz doch vielleicht nie wiederkommt? Ein Beispiel dafür. Du hast deine Zimmerpflanzen oder Kräuterpflänzchen mittlerweile komplett aufgegeben, deine 2 Lieblingsgießkannen hast du aber immer noch. Seither nur nicht mehr mit Wasser, sondern mit Staubflusen gefüllt. Überlege dir, ob du die Gießkannen wirklich weiterhin herumstehen haben willst oder ob du vielleicht wenigstens eine oder auch beide weggeben kannst, weil du sowieso für den Fall, dass du dir nochmal Pflanzen holst, schnell und günstig eine neue besorgen kannst. Natürlich darf man bei dieser Regel nicht außer Acht lassen, dass einfach Wegschmeißen keinen Sinn macht. Das ist sinnlos und im schlimmsten Fall kaufst du dir irgendwann dasselbe nochmal und hast unnötig Ressourcen verschwendet. Aber die Weitergabe an andere, die sich darüber freuen, ist eine tolle Möglichkeit. Du musst deine magische Grenze auch nicht bei 20 € setzen. Schließlich sind auch 20 € schon viel Geld. Es geht aber sowieso viel mehr um den Gedanken dahinter. Trotz allem solltest du bei jedem Teil individuell entscheiden, wie du vorgehst und nicht blindlings diese Regel befolgen. 3. Erst nachdenken, dann kaufen. Minimalismus hat mich gelehrt, bewusster mit meinem Geld umzugehen. Früher habe ich Dinge gekauft, weil sie günstig waren oder weil sie gerade im Angebot waren. Jetzt stelle ich mir vor jedem Kauf 3 Fragen. Brauche ich das wirklich oder will ich es gerade einfach nur haben? Habe ich bereits etwas, das denselben Zweck erfüllt? Werde ich es in einem Jahr noch benutzen? Dadurch werde ich mir darüber bewusst, ob ich das Teil gerade einfach nur aus einem Gefühl heraus kaufen möchte, zum Beispiel weil ich denke, ich mache einen Schnapper, der nie wiederkommt, oder ob ich wirklich etwas damit anfangen kann. Ein gutes Beispiel dafür sind Küchengadgets. Einen Pizzaschneider habe ich zwar schon, aber eine Pizzaschere wollte ich auch schon immer mal haben
Und dieses riesige Pizzawiegemesser sieht ja mal obercool aus. Bei uns ist es das obercoole Pizzamesser geblieben. Die Pizzaschere bewundere ich seither immer mal wieder, wenn ich sie sehe und frage mich, wie es wohl sein würde, wenn ich damit Pizza schneide. Und wie es wird, wenn sie dann nur noch unbeachtet in der Schublade liegt, weil sie den Kampf gegen das Wiegemesser verloren hat. Das ist mit Abstand die Gewohnheit, die am meisten Geld spart, sofern man sich daran hält und keine Ausreden findet. 4. Alles hat seinen eigenen Platz. Diese Gewohnheit klingt erstmal simpel, aber sie hat mein Leben enorm verändert. Früher war mein Zuhause oft chaotisch und ich habe ständig nach Dingen gesucht. Minimalismus hat mir gezeigt, wenn du weniger besitzt, kannst du alles viel bewusster organisieren. Du weißt genau, wo was steht und kannst es auch immer wieder dorthin zurückbringen. Eng damit verknüpft ist auch schon Angewohnheit Nummer 5. Nach der Benutzung wieder auf seinen Platz. Wenn ich etwas benutzt habe, dann bringe ich es danach direkt wieder auf seinen Platz und lasse es nicht lange einfach liegen. Am Ende liegt es dann nämlich 3 Tage, weil ich immer wieder daran vorbeilaufe. Das war früher keine Seltenheit. Heute fällt es mir dadurch viel einfacher, Ordnung zu halten. Und das sowohl in der Wohnung als auch im Kopf. Zum Schluss möchte ich noch eine Gewohnheit mit dir teilen, die mein Leben negativ beeinflusst hat. Minimalismus hat mich befreit. Aber ich habe auch eine Schattenseite bemerkt. Denn zu viel Ausmisten kann zwanghaft werden. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich Dinge weggegeben habe, nur um noch minimalistischer zu sein und es später bereut habe. Ich bin durch die Wohnung gegeistert und habe nach immer mehr Dingen gesucht, die ich ausmisten kann. Mein Geist hat sich permanent um den Ausmistgedanken gedreht. Damit du nicht auch diese Erfahrung machen musst, möchte ich dich dazu ermutigen, Minimalismus ganz bewusst anzugehen. Mach dir klar, dass es darum geht, dich besser zu fühlen. Es ist kein Wettkampf mit anderen, kein Vergleich, du musst dich nicht messen. Du musst deine eigene Balance suchen und herausfinden, was für dich funktioniert. Wenn du merkst, dass dich diese Gedanken zu sehr vereinnahmen, dann nimm Abstand davon. Schließlich soll es Spaß machen und dich nicht belasten. Diese Gewohnheiten haben mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Weniger Kram, mehr Klarheit und bewussterer Konsum. Aber Minimalismus ist für jeden anders. Was sind deine Erfahrungen mit Minimalismus? Schreib's in die Kommentare. Wenn du mehr über ein bewussteres Leben erfahren möchtest, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Noch mehr Videos zum Thema Minimalismus findest du oben im i. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Deine Lucy.